Herzlich willkommen in Magdeburg. Hier war schon mächtig was los, als an andere Städte, zum Beispiel an Berlin, noch überhaupt nicht zu denken war. 805 wurde Magdeburg das erste Mal urkundlich erwähnt. Das heißt aber, dass hier vorher nichts war. Außerdem war Magdeburg Kaiserpfalz, spätestens im 10. Jahrhundert bei Otto dem Großen, Otto dem Ersten. Die Elbe bildete lange Zeit eine wichtige natürliche Grenze. Von hier aus wurde dann auch wie wild christianisiert. Im Mittelalter trafen sich in Magdeburg viele wichtige Fernhandelsstraßen. Es wurde ein bedeutendes Handelszentrum und gehörte der Hanse an. Nachdem Luther hier in der Johanneskirche gepredigt hatte, deswegen steht er da auch so klein davor und deswegen wurde die Kirche auch wieder aufgebaut, konvertierten große Teile der Magdeburger. Das wurde der Stadt aber 1631 zum Verhängnis. Die kaiserlichen Truppen zerstörten die Stadt im Dreißigjährigen Krieg komplett und Magdeburgisieren wurde ein Synonym für totale Brandschatzung und Zerstörung. Die Stadt erholte sich danach nur langsam, genauso wie nach der anderen totalen Zerstörung, der im Zweiten Weltkrieg. Als Telemann hier am 14. März 1681 geboren wurde, waren die Spuren sicher noch spürbar. Aber bevor ich Sie mit an die Orte seines Lebens nehme, schauen wir hier erstmal kurz um die Ecke. Da steht nämlich die Plastik Telemann und die 4 Temperamente. Und in der Tat finde ich es dabei ganz spannend, im Hinterkopf zu behalten, was er vermutlich für ein Mensch war. So wie er hier die 4 Temperamente dirigiert, scheint er auch im Leben immer alles im Griff gehabt zu haben. Nach der Temperamentenlehre war er wohl am ehesten ein Sanguiniker. Die galten als fröhlich, gesprächig und fantasievoll, manchmal aber auch als unstet und skrupellos. Er scheint mir im besten Sinne angepasst gewesen zu sein. Er wusste, was von ihm erwartet wurde und hat das bedient, egal ob von seiner Mutter oder den verschiedenen Obrigkeiten. Also zumindest solange es ihm genützt hat. Er war fleißig, zielstrebig und effektiv. Er wartete nicht darauf, dass das Glück ihn fand, sondern arbeitete aktiv an seiner Karriere und suchte dabei immer nach neuen Betätigungsfeldern. Aber er war auch ein knallharter Geschäftsmann, wenn es darauf ankam. Meist muss er aber ein entspannter, humorvoller und überaus kommunikativer und reflektierter Zeitgenosse gewesen sein. Das Magdeburg zur Telemanns-Zeit sah völlig anders aus als das Magdeburg heute. Genauso wie das Leipzig oder Frankfurt oder Hamburg. Und das lag nicht nur am Zweiten Weltkrieg und den Bombardements, sondern auch am 19. Jahrhundert. Denn genauso wie in anderen Städten baute man auch hier große Gründerzeitquartiere. War zu viel Altes im Weg, riss man es einfach weg. Ein Magdeburger Beispiel ist hier mal der Breite Weg, der als Barockstraße gebaut war. Siehe das Haus im Vordergrund. Wie wir auf diesem Bild von 1930 sehen, gibt es aber nur noch wenige Barockhäuser. Meistens blieben die Kirchen stehen, aber das ist in Magdeburg auch nicht der Fall gewesen, dem Sozialismus sei Dank. Und Magdeburg hatte unglaublich viele Kirchen. Ein Erinnerungsbild an die Stadtansicht vor 1631 sehen wir hier. Heute gibt es nur noch einen Bruchteil davon. Hier stand zum Beispiel die Heiliggeistkirche, an die eine kleine Plastik da im Schatten noch erinnert. An der war Telemanns Vater Diakon, das heißt zweiter Pfarrer. Und hier wurde Telemann auch als 6. von 7 Kindern getauft. Überlebt haben nur 3. Und das waren sein Bruder Heinrich Matthias, der 9 Jahre älter war und der später in Wormstedt bei Apolda Pfarrer wurde, seine Schwester Anna Margarete, die 6 Jahre älter war und die immerhin erst 1699 starb, und er. Sein Vater Heinrich kam aus Nordhausen und war dann schulisch und arbeitsmäßig im Harzvorland unterwegs, bevor er nach Magdeburg kam. Die Familie seiner Mutter Maria kam ursprünglich aus Regensburg. Als Glaubensflüchtlinge hatte es sie nach Alvensleben bei Magdeburg verschlagen. Als Telemann 4 war, starb sein Vater. Die Mutter war nun alleine für die Ausbildung und Erziehung der Kinder zuständig. Wahrscheinlich wurde sie dabei von den Paten oder reichen Gönnern unterstützt. 1690 musste sich der kleine Georg Philipp sogar noch einen anderen Schulweg merken, denn seine Mutter verkaufte das Haus in der Judenstraße und kaufte hier gegenüber von der Walloner Kirche ein neues. Hier blieb sie, bis sie zu ihrem erwachsenen Sohn nach Apolda zog. Georg Philipps Bruder war dort nämlich Pfarrer geworden. Übrigens der gleiche Beruf, den beide Großväter hatten. Die Mutter muss eine ziemlich coole Frau gewesen sein. Wahrscheinlich hat Telemann seine musikalische Begabung von ihr geerbt. Und sie muss durchsetzungsstark gewesen sein. Denn welche Witwe könnte es sonst schaffen, 2 ihrer Söhne studieren zu lassen?
Deswegen war sie aber natürlich auch so hinterher, dass Telemann Jura studiert und nicht Musik. Wann das bei ihm mit der Musik losging, ist schwer zu sagen. Rückblickend stellt er sein Umfeld als wenig musikliebend dar. Aber können wir den Autobiografien da trauen? Hier muss irgendwo das altstädtische Gymnasium gewesen sein, auf das Telemann ungefähr mit 10 gekommen ist. Vorher hatte er natürlich lesen, schreiben, rechnen und seinen Katechismus gelernt. Er war wohl ziemlich gut in Latein und Griechisch und ihm wurde immer bescheinigt, sehr fleißig gewesen zu sein. Vielleicht war Telemann wirklich Autodidakt, so wie er in seinen Biografien schreibt. Aber völlig ohne musikalischen Einfluss wird er nicht gewesen sein. In den Kirchen gab es natürlich Musik. Er hatte ganz kurz Klavierunterricht. Ja, Telemann schreibt von Klavierunterricht. Darunter sollte man sich aber kein modernes Pianoforte vorstellen. In Telemanns Zeit war das ein Sammelbegriff für alle Tasteninstrumente. Den er dann wieder gelassen hat, weil es so schrecklich war, wie er sagt. Und er hat natürlich auch Musikunterricht in der Schule gehabt. Ab dem Gymnasium unterrichtete ihn der Kantor Benedikt Christiani. Und dabei muss sich Telemann so clever angestellt haben, dass er das neue Wissen gleich an die Mitschüler weitergeben sollte. Das war damals durchaus üblich. Wenn dir was an deiner Stelle nicht gefiel, hast du es einfach outgesourced. So wie Telemann in Leipzig das Orgelspiel an der Neukirche oder Bach und er den Lateinunterricht, den sie in Leipzig und Hamburg eigentlich hätten geben sollen. Und er probierte jedes Instrument aus, was er zwischen die Finger kriegte. Flöte, Violine, Zither. Den Nachbarn hat es wohl gefallen. Und diese ganzen Instrumente gab es bei ihm zu Hause. Das heißt, musikfeindlich wird sein Umfeld nicht gewesen sein. Außerdem gibt es von Telemann die gleiche schöne Geschichte wie von Johann Sebastian Bach, dass er sich Noten geklaut hat und nachts heimlich abgeschrieben und studiert hat. Mit 12 schrieb er wahrscheinlich seine erste Oper, Sigismondo, und zwar unter Synonym. Und er sang auch noch die Titelpartie. Die Mama kriegt es aber raus und es gab mächtig Ärger. Hinter mir ist der Magdeburger Dom, in dem zum Beispiel Otto der Große und seine Frau Editha begraben sind. Nachdem der romanische abgebrannt war, baute man den gotischen Dom in nur 300 Jahren. In Köln brauchte man unwesentlich länger. Telemann besuchte hier die Domschule. Die war im südlichen Teil des Kreuzganges untergebracht. Er blieb hier bis 93 oder 94, bis er dann nach Zellerfeld geschickt wurde, um von der Musik ferngehalten zu werden.